es bringt ja gar nichts, wenn Sie 50 Jahre wahnsinnig erfolgreich sind, auch toll für den Umweltschutz gearbeitet haben und im 51. Jahr kommt dann jemand und sagt, das ist mir alles ganz egal, ich mache es jetzt anders. Ja. Und erreicht ein Werbeprospekt überhaupt nicht, damit sind Sie nicht nachhaltig. Sondern Sie haben ja schon 85 oder wann haben Sie angefangen? Ja, also streng gesehen eigentlich schon seit Firmen bestehen. Und wenn man dann den Preis gewinnt, dann gibt es den Nächsten, der sagt, wow, den Preis möchte ich auch gern gewinnen. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Schwörer, Herr Renner. Nochmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Green Management and Leadership Award. Und für uns natürlich auch eine sehr gute Sache, dass es ein Unternehmen ist aus der Region, in der Nähe Reutlingen auf der Schwäbischen Alb. Insofern für uns auch wichtig, dass Sie daran teilgenommen haben. Ja, uns beschäftigt ja immer auch die Motivation. Wieso hat jemand an dem Wettbewerb dann teilgenommen? Und das wäre so meine erste Frage an Sie. Was war Ihre Motivation und was hat denn diese Teilnahme Ihnen gebracht und was bringt sie Ihnen? Ja, also wir haben so einen Preis kann man natürlich nur erreichen und gewinnen, wenn man eine hochmotivierte Belegschaft hat, die einen dahin führt, weil das macht nicht ein Chef allein, das macht auch kein Werksleiter allein, sondern das machen die vielen Mitarbeiter, die dafür kämpfen jeden Tag, dass der Betrieb in die nachhaltigen Kriterien auch tatsächlich berücksichtigt. Bei der Ausbildungsleitung geht das schon los, weil Nachhaltigkeit ist ja nicht nur Klimabewusstsein, sondern geht auch um gute neue Nachfolgekräfte. Und da muss eine Ausbildungsleitung genauso mit dran denken wie ein Werksleiter, wie ein Produktionsleiter, wie die Mitarbeiter auch in der Abfallentsorgung und überall greift dieser Gedanke ja. Und wenn die sich alle so anstrengen, dann hat man als Unternehmer das Interesse daran, dass die Leute auch erkennen sollen, jawohl, das lohnt sich nicht nur, weil wir es hier drin so sehen, sondern weil es auch von draußen anerkannt wird. Und deshalb haben wir uns auch für den Preis beworben, um auch der Belegschaft intern den Beweis dafür zu geben, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Das ist der eine Schritt. Der zweite Schritt ist die Erkenntnis, dass wir diese Veränderungen, die Klimaveränderungen, die wir alle erleben, nicht ein Unternehmen allein kann das stemmen, sondern das müssen viele Unternehmen stemmen. Und deswegen versuchen wir auch seit ein paar Jahren Leuchtturmposition einzunehmen, nicht um eine Alleinstellung für uns herzuleiten, sondern um viele zu motivieren, da auch mitzumachen. Und wenn man dann den Preis gewinnt, dann gibt es den Nächsten, der sagt, wow, den Preis möchte ich auch gern gewinnen. Und dann haben wir wieder ein Unternehmen mehr in der Reihe, was sich darum bemüht, unsere Gedanken, die wir gemeinsam verfolgen, nach vorne zu bringen, weil letzten Endes profitieren wir da alle davon. Das sind die zwei wesentlichen Gründe. Ja, genau. Also das ist auch nochmal unsere Motivation, zu sagen, auch Sie als Leuchtturm dann auch zu nutzen, wie Sie sagen. Ja. Und wir haben jetzt begonnen im letzten Jahr mit diesem Preis, wollen den natürlich weiterführen und da ist es immer sehr gut, wenn man dann auch jemand hat, der das Ganze auch lebt und mit unterstützt. Vor allen Dingen, wir haben ja in der Gesellschaft häufig den Gedanken, ja, wer das macht, der darf nicht profitorientiert sein und jetzt muss ich schlichtweg sagen, als Familienunternehmen und auch in unserer Größenordnung, wir müssen profitorientiert sein, weil da kommt niemand, der sagt, ja, jetzt schenken wir mal der Familie Geld, dass die das überlebt, sondern wenn wir nicht selber erfolgreich sind, dann wird es nicht funktionieren. Ja, und ich will auch gerne aufzeigen, dass Nachhaltigkeit nicht im Widerspruch zu wirtschaftlich erfolgreich steht. Ja, genau. Ja, also uns erscheint auch ein Aspekt wichtig. Viele, die machen halt einen schönen Werbeprospekt, weil sie gerade irgendeine Kleinigkeit in der Richtung gemacht haben. Ja. Ja. Und das ist natürlich auch nicht in unserem Sinne. Nee, das ist klar, ja. Sondern Sie haben ja schon 85 oder wann haben Sie angefangen? Ja, also streng gesehen eigentlich schon seit Firmen bestehen. Also man muss sagen, wir haben jetzt nicht mit einer Kapitaldecke oder sowas angefangen, sondern der Großvater war kriegsblind und die Söhne, die aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen sind, die hatten am Anfang nichts. Und dann hat man das Unternehmen aufbauen müssen und das auf der Schwäbischen Alb, wo auch nicht, ich sag mal, wahnsinniger Reichtum vorhanden war. Jetzt ist ja langsam besser, weil wir viele clevere Unternehmen haben, die auch das vorangetrieben haben. Aber damals war das eine bitterarme Region hier. Und wer da nicht gespart hat und wer da nicht vorsichtig mit dem ihm anvertrauten Gut umgegangen ist, der war schnell nicht mehr da.
Und deswegen waren wir von Anfang an diesem, ich sag mal, dem sprichwörtlichen schwäbischen Geiz unterworfen und das steht gar nicht im Widerspruch zur Nachhaltigkeit, sondern ganz im Gegenteil. Das ist sehr... Ja gut, und dann haben wir natürlich in den 90er Jahren dann festgestellt, dass das allein richtig machen auch nichts nützt, sondern dass man auch über Zertifizierung, über Gespräche mit Universitäten und auch Prüfinstituten sein Verhalten prüfen muss und auch dabei feststellen kann, dass man dadurch durchaus besser werden kann. Und dann waren wir ja 97 dann EMAS zertifiziert, das war eigentlich so richtig der Einstieg auch in die Dokumentation und in das systematische Arbeiten daran. Weil wenn Sie nicht dokumentieren und wenn Sie nicht wissen, was habe ich letztes Jahr gut gemacht und vorletztes Jahr, dann werden Sie irgendwann mal in der Systematik nicht mehr vorankommen. Und für das brauchen wir Systematik. Deswegen, ich teile auch Ihre Meinung, da reicht ein Werbeprospekt überhaupt nicht. Damit sind Sie nicht nachhaltig. Und selbst wenn Sie mal, auch wenn Sie jetzt sagen, ja jetzt gut, jetzt kaufe ich einen Elektrostapler, das war besser, wie wenn Sie einen Verbrennungsmotor kaufen, aber das ist natürlich noch nicht nachhaltig, sondern das muss ja praktisch mit einem Plan sein und mit einer Idee, ja, wie soll denn das weitergehen? Ja. Das ist das, was wir also auch besonders betonen wollen, ja? Dass das nicht von heute auf morgen schnell geht, sondern man kann nur, wenn man langfristig ständig dran ist, ja, und das immer in Gedanken dabei hat, kann man eigentlich erfolgreich werden. Und deswegen sind Sie so ein schönes Beispiel. Ja, vielen Dank. Aber ich sage Ihnen auch ehrlich, das ist jetzt, wir erleben jetzt gerade das Heute und für morgen muss man wieder kämpfen. Also das hört nicht auf und wenn mir auch einer sagt, ich habe selber auch mal gedacht, nachdem ich so 10 Jahre im Unternehmen war, habe ich gedacht, naja, jetzt, was willst du jetzt eigentlich noch da bewegen? Das sind viele Gedanken sind ja dann auch gedacht und man hat seinen Stil und jeder kennt einen dann auch ein bisschen und weiß, auf was man sich einlassen muss. Aber ich habe festgestellt, es hört nie auf. Also man muss sich jeden Tag bereit sein, neu zu erfinden, man muss jeden Tag bereit sein, dazu zu lernen. Und gerade bei der Nachhaltigkeit gibt es natürlich auch noch viele Ansätze, wo ich sage, heute machen wir so und sind in dem Bewusstsein, dass das richtig ist. Aber wenn ich morgen feststelle, es gibt was Besseres, dann werden wir umstellen müssen. Wie kamen Sie auf die Idee, mit den Azubis das zu machen? Ja, also ich muss sagen, es war bei mir so, dass ich selber ja auch mal ausgebildet wurde und festgestellt habe, dass man da unglaublich viel Gutes oder auch viel Schlechtes erreichen kann. Also in meiner Phase hatte ich gute Ausbilder, die haben mich gefördert und nach vorne getrieben und schlechte Ausbilder, die haben mich auch an der Stelle gebremst, weil sie eigentlich gar nicht das Wissen, was man bereit war abzugeben, abgerufen haben. Ja. Und wo ich dann in das Unternehmen gekommen bin, habe ich gedacht, das möchte ich eigentlich gern an die nachfolgende Generation, das Wissen, was ich selber habe, an die nachfolgende Generation weitergeben. Und wir haben dann uns sehr stark damit beschäftigt, eine gute Ausbildung aufzubauen, eine interessante Ausbildung, nicht der Lehrling muss halt den Kaffee holen und sonst hat er nichts zu tun, sondern der Auszubildende wird als wirklich ernstzunehmende Arbeitskraft wahrgenommen, darf eigene Ideen haben, sie selber entwickeln. Und das ist sozusagen der Grundsamen und daraus entstehen dann Projekte. Und das Green Card Projekt war dann auch von den Auszubildenden und der Ausbildungsleiterin ein Ansatz, der aber letzten Endes darauf basiert, dass man gesagt hat, man möchte die Auszubildenden fördern, man möchte, dass sie nach vorne kommen, weil das macht Spaß. Dann geht man auch gerne in die Ausbildung und wenn man halt was Blödes machen muss, dann sagt man, naja gut, Lehrjahre sind halt keine Herrenjahre, aber ja. Ja gut, aber ich meine, die älteren Mitarbeiter werden ja auch motiviert. Absolut. Ja, die sagen, das haben die und das und die Idee und so weiter. Und das macht denen heute auch viel mehr Spaß. Also das Schöne ist ja immer, wenn Sie praktisch positive Effekte für alle auslösen, dann machen auch alle viel lieber mit. Das ist dann Ich habe mir auch vorgestellt, wenn ich in meiner Lehre solche Anregungen bekommen hätte, wäre begeistert gewesen. Ja. Aber damals war das ganz... Nee, das war eine ganz andere Zeit. Da hat man ja auch sich noch bei weitem nicht so Gedanken machen müssen. Aber ich sage es jetzt mal aus dem Stolz heraus, wir haben das nicht geändert, weil die Zeiten sich geändert haben, sondern ich habe es deshalb vorangetrieben, weil ich selber erlebt habe, so fand ich es nicht gut und so fand ich es gut und das eigentlich auch an die nächste Generation weitergeben wollte. Ja, Sie hatten jetzt ja schon einiges an Zielen auch genannt. Was ist denn so das wichtigste Ziel der nächsten Jahre für das Thema Nachhaltigkeit?
Ja, also das wichtigste Ziel für uns alle, also für Deutschland, ist das Thema der Energieversorgung. Wir wissen, dass wir Atomkraftwerke abgeschalten haben. Wir wissen, dass wir Kohlekraftwerke abschalten und wir haben gleichzeitig einen steigenden Energiebedarf, Stromenergiebedarf. Und das beschäftigt uns unglaublich. Sie wissen ja, wir haben das Biomassekraftwerk mit den 2 Turbinen. Ja. Und jetzt ist das praktisch auf den Betrieb gut ausgelegt, wenn der Betrieb läuft. Aber wir haben auch Nachtstunden, wir haben auch Wochenende. Und dann gehen wir natürlich in die Frage der Energiespeicherung rein. Ja, ja. Sie kennen das Thema Wasserstoff. Richtig, und das wird aber für uns alle, also für ganz Gesamtdeutschland, unglaublich spannend. Wenn wir ja mit erneuerbaren Quellen die Energie machen wollen, dann haben wir die ja nicht praktisch 24 Stunden am Tag immer zur Verfügung, sondern wir haben Nachtstunden, wo Photovoltaik halt leider nichts bringt. Und wir haben windarme Stunden, wo auch Windkraftanlagen nichts bringen. Und dann haben wir wieder andererseits Stunden, wo ganz viel gebracht wird. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite uns über die Erzeugung Gedanken machen, aber auf der anderen Seite über die Speicherung. Und das beschäftigt uns im Betrieb stark und da werden wir auch viel Geld investieren müssen, um da voranzukommen. Ja, jetzt vielleicht zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in Ihrem privaten Umfeld? Ja, also eine sehr hohe. Also, und zwar auch unter dem Aspekt, den wir schon ein paar Mal jetzt hatten, unter dem Aspekt der Weitergabe. Ja. Also mein Onkel hat an mich das Unternehmen weitergegeben und ich weiß noch, in den letzten Jahren hat er zu mir gesagt, ja, seine tollste Leistung war, den Nachfolger gefunden zu haben. Und ich habe so gedacht, das hört sich natürlich für mich schön an, aber das kann es ja eigentlich nicht sein. Also habe ich auch damals nicht so empfunden, weil ich gedacht habe, naja, also das ist ja nicht, im Laufe der Jahre ist mir aber immer bewusster geworden, was er damit gemeint hat. Es hatte natürlich nichts mit mir als Person zu tun, sondern damit, dass seine Gedanken weiterleben, wenn man jemand hat. Und es bringt ja gar nichts, wenn Sie 50 Jahre wahnsinnig erfolgreich sind, auch toll für den Umweltschutz gearbeitet haben und im 51. Jahr kommt dann jemand und sagt, das ist mir alles ganz egal, ich mache es jetzt anders. Und deswegen geht es darum, die Gedanken in die nächste Generation voranzugeben und dafür zu sorgen, dass unser schönes Land Deutschland erhalten bleibt, die Arbeitsplätze hier erhalten bleiben. Und da müssen wir heftig kämpfen, weil wir haben im weltweiten Wettbewerb natürlich schon auch Länder, ich sage jetzt nur China als Beispiel, die auch eine andere wirtschaftliche Rolle sich zuweisen. Und da müssen wir in Deutschland gut aufpassen, brauchen gute Ideen. Und das ist mir wichtig, das auch privat weiterzugeben, da auch den Nachfolger sozusagen, die Nachfolgerin selber zu finden und dann dafür zu sorgen, dass das Ganze hier nach meiner Ära, ich bin jetzt noch nicht ganz alt, aber auch nicht mehr ganz jung, nach meiner Ära auch weitergeht. Das beschäftigt mich. Ja, Herr Schwörer, Herr Renner, vielen Dank für Ihre Ausführungen, auch nochmal die Einblicke in Ihre Motivation. Ich sehe und spüre auch, das Ganze wird gelebt und das ist auch das, wie nachhaltig dann auch tatsächlich umgesetzt wird, auch für unsere zukünftigen Generationen. Ja, vielen Dank und nochmal herzlichen Dank. Ja, also wir freuen uns sehr drüber und das ist Motivation auch für die Zukunft. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Das freut uns sehr.